Den Amazonas-Regenwald mit dem eigenen Auto zu durchqueren, ist auch heute noch eine Herausforderung. Ist das mit unserem VW T3 überhaupt möglich? Welche Probleme und Gefahren erwarten uns? Bleiben wir am Ende kleben auf der Matschstraße? Aber am Ende kommt's heute ganz dick, wir müssen mit euch reden. Seit 3 Jahren reisen wir kreuz und quer durch Südamerika. Wir sind Alessandra und Björn. Mit unserer Hündin Mali reisen wir in einem 42 Jahre alten VW-Bus T3. Wenn du mehr von uns sehen möchtest, folge unserem Kanal. So, fertig? Ja, wunderbar. So, wir gehen jetzt erstmal einkaufen, weil für so einen richtigen Plan, wir haben uns ja das Haus gemietet, damit wir einfach uns einschließen können, nicht gestört werden, genug Platz haben, genug Futter haben, eine geile Küche haben und einfach genug Wand und Boden haben, um unsere Ideen auszubreiten, um die dann am Ende zu kontrollieren, ob die funktionieren oder nicht funktionieren. Und dafür gehen wir jetzt einkaufen. Nämlich erstmal ist der Kühlschrank leer. Gut, das muss jeder machen, ist jetzt nicht ganz so interessant. Aber wir kaufen auch den ganzen Kram, hoffen zumindest, das wird jetzt eine Challenge, den ganzen Kram zu kaufen, den wir brauchen, um eben Pläne zu machen. So, bin ich mal gespannt, ob wir alles kriegen. Aber zuerst müssen wir da erstmal hinkommen. Mir ist kalt. Ja, und guckt uns mal an, es ist schweinekalt. Das kann nicht sein in Paraguay. Echt unglaublich, von einem Tag auf den anderen. Es war noch so warm gewesen und jetzt ist es echt... Okay, aber ich muss mich jetzt hier mal konzentrieren. Geht nämlich schon wieder los hier mit der Erdstraße. Also man muss dazu sagen, wir sind ja auch total die Weicheier eigentlich. Weil wir haben gestern mit einer Paraguayerin gesprochen, die bei uns kommt und uns hilft mit der Wohnung. Und haben gefragt, wie heizt du denn eigentlich dein Haus auf? Was machst du denn warm? Ich heiz nicht. Und wir so, oh Gott, krass, was für eine kranke Frage eigentlich von uns. Ja? Ich meine, wir sind halt Europäer, wir sind es gewöhnt, einfach zu sagen, hier so Wärmepumpe oder Heizung an und dann halt einfach bitte 21 Grad oder so im Raum. Ja. Und die heizen nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn es richtig, richtig kalt ist, macht ihr gar nichts? Dann sagt sie, nee, also dann machen wir draußen Feuer und nehmen den Stein oder was Warmes mit rein ins Haus und damit wärmen wir dann ein bisschen auf. Für uns unvorstellbar. Und dann kamen die mit 3 Pullis an und allem drum und dran. Und wir, so wie wir es gewohnt sind als Europäer, sitzen da im klimatisierten Raum. Das ist schon ja, hat mir zu denken gegeben. Cobra, cobra! Perfekt, und dann brauchen wir noch... Na, mit deinem kurzen Arm? Muss ich ja so nah rankommen, um im Bild zu sein. Das Beste, um den Kopf zu befreien, ist Sport. Ich fange meistens vor Björn an. Er muss immer erst frühstücken. Die Aussicht von der Terrasse ist wunderbar. Heute Morgen haben wir Glück und es kommt die Sonne raus. Wir haben so viele Gedanken im Kopf, die wir zuerst ordnen müssen. Wir müssen recherchieren und herausfinden, welche Möglichkeiten wir haben und was für Gefahren auf uns warten. Das haben wir schon immer so gemacht. Wir schreiben unsere Ideen und Gedanken und alle Dinge, die uns einfallen, auf Zettel. Wir mögen es einfach, visuell zu arbeiten, dann vergisst man auch nichts. Es sind nicht nur die Mücken und die Hitze, es ist vor allem der Regen, der uns Sorgen macht. Und so suchen wir uns entlang der Strecke Safe Spots, also Rückzugsorte. Und wenn der Regen kommt, können wir an diesen Orten warten, bis die Straße wieder befahrbar ist.
Ja, die Federaufnahme hinten, dass wir die machen müssen, ist klar. Das ist halt kaputt gegangen. Stoßdämpfer machen wir sowieso. Und, ja, und dass es uns oben reinregnet, sollten wir definitiv lösen, weil sonst haben wir ein Problem im Regenwald. Ich habe jetzt schon mit Volker geredet, der ist ja Rallyefahrer und der wird uns einen Unterfahrschutz bauen, damit wir über einen Schlick rutschen können und nicht gleich unsere Ölwanne kaputt machen. Und dann haben wir eine Klimaanlage in China bestellt. Und zwar eine Klimaanlage, die über 12 Volt läuft. Die ist auch schon unterwegs. Kommen hier die Mücken schon wieder. Nee, die ist schon unterwegs. Die kommt irgendwann in den nächsten Tagen an. Und die wird außerhalb vom Auto montiert und dafür kommt hinten ins Auto eine Metallscheibe rein. Also dafür werden wir die hintere Scheibe verändern. So, das ist das, was wir an Hermann noch zu machen haben. Das ist doch einiges. Und danach sieht das Ding aus wie Mad Max. O homem está comendo. O homem está bebendo. A mulher está comendo. Was machst du denn da? Eu quero aprender português para falar com pessoas ao Brasil e festejar com eles. Oh mein Gott. Mir geht's wahrscheinlich genauso wie euch. Ich verstehe nur Bahnhof. Alessandra ist mir schon weit voraus mit dem Portugiesisch. Und ein Teil der Vorbereitung auf ein neues Land ist für uns immer die Sprache zu lernen. Weil nur wenn man die Sprache spricht, kann man sich auch mit den Menschen dort verbinden. Alessandra hat angefangen, neben der Arbeit mit Rosetta Stone Portugiesisch zu lernen. Und ihr habt es ja gerade gehört, der Fortschritt ist immens. Die immersiven Lektionen in der App von Rosetta Stone gibt es schon in kleinen Lerneinheiten ab 5 Minuten. Sodass du deine neue Sprache überall, wo du gerade bist, lernen kannst. Mit dem Audiobegleiter kannst du Audiotracks herunterladen, die zu deiner Lerneinheit passen. Das ist perfekt für unterwegs. So kannst du zwischen Terminen, beim Autofahren, in der Bahn, beim Kochen oder sogar im Fitnessstudio lernen. Seit über 30 Jahren gibt es Rosetta Stone und Millionen Menschen haben so eine der 25 angebotenen Sprachen fließend sprechen gelernt. Die von Forschern entwickelte Methode zeigt schnell ihre Wirkung. Laut einem Artikel von Veselnov entsprechen 13 Stunden Lernen mit Rosetta Stone einem ganzen Semester an der Universität. Wenn auch du Lust hast, eine neue Sprache zu lernen, dann schau doch mal unten in unsere Videobeschreibung, dort findest du den Link zu Rosetta Stone. Und wenn du genauso verrückt bist wie wir und Lust hast, dein ganzes Leben lang Sprachen zu lernen, dann klick doch auf diesen Link hier, weil hier gibt's 60% Rabatt auf das lebenslange Abo und du kannst dein ganzes Leben lang alle 25 Sprachen lernen bei Rosetta Stone. Und das kannst du ganz bequem am Handy, in der App oder am PC machen. Ganz wie du magst. Also, worauf wartest du noch? Ja, Brasilien ist auf jeden Fall mal anders als die anderen Länder in Südamerika. Es gibt ja doch einige Probleme, die auf uns zukommen werden, die wir vorher noch nicht hatten. Genau. Probleme. Gibt immer Probleme. Naja, auf jeden Fall ist die Sprache mal anders. Also ich spreche kein Portugiesisch. Ach so, ja. Wir können im ganzen Land nur 3 Monate bleiben. Und Brasilien ist genauso groß wie der ganze Rest von Südamerika. Die wir doch sehr langsam reisen. Wir müssen dann entweder viel, viel schneller reisen oder halt eben einmal eine Strecke durchfahren, rausfahren aus dem Land und dann eben nach einem halben Jahr, ich weiß nicht, wie lange die Visaregeln sind, irgendwann wieder rein. Also 3 Monate. Zur Veranschaulichung, wir haben uns mal eine Karte gebastelt, wo nur die Informationen drauf sind, die auch wirklich wichtig sind. Das war jetzt auch viel leichter, eine Karte sozusagen zu bauen, als die zu kaufen. Hätten wir die gekauft, dann wäre da wieder so viel Schnickschnack drauf gewesen, dass man gar nicht sieht, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Also haben wir die Karte gemacht, um einfach mal zu veranschaulichen, welche Möglichkeiten uns denn da bleiben. Ganz sicher ist, dass wir definitiv hier sind, das wissen wir, und dass wir definitiv dort oder dorthin wollen, je nachdem, wie die politische Situation da oben ist. So, wir haben, um nach Venezuela oder nach Guyana zu kommen, haben wir 3 Möglichkeiten, die interessant sind. Also natürlich, man könnte jetzt theoretisch natürlich wieder hier über Bolivien, Peru, am Meer entlang, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, kann man machen. Aber das wollen wir ja nicht, das war nicht unser Ziel. Wir wollen durch den Amazonas durch. Auf dem Weg dahin gibt es aber einen Ort, den wir definitiv besuchen möchten, wo wir 100%ig durch möchten. Da denken wir schon so lange dran und das ist auch
ja, muss man gesehen haben, wenn man hier in Südamerika ist. Und zwar ist es hier das Pantanal. Aber egal welche Möglichkeit wir nutzen, wir kommen da durch. Und das Pantanal ist für uns deshalb so interessant, weil es eben so viel Wildtiere gibt, weil es Jaguar gibt, weil es einfach das größte Feuchtgebiet der Erde ist. Und wir haben ja schon mal einen Teil davon angeschnitten. Wir waren ja schon mal im Pantanal in Paraguay. Und das war für uns das schönste Erlebnis, was wir hier in Paraguay hatten. Und wahrscheinlich ja sogar eines der schönsten auf der Reise. Und deshalb werden wir definitiv ins Pantanal fahren. So, das ist hier. Und jetzt gibt's 3 Möglichkeiten, die wir haben, um einfach nach Venezuela zu kommen. Die schwierigste Strecke, aber auch die kürzeste Strecke ist die Strecke hier. Die geht über Porto Velo, also wenn wir aus dem Pantanal rauskommen, über Porto Velo direkt nach Manaus. Und man könnte alles mit dem Auto fahren. Und es sind von hier, aktuell von uns bis nach Manaus, 3700 Kilometer. Man ist direkt in Manaus, es wäre die kürzeste Strecke. Die einfachste Strecke von allen ist die Strecke hier. Das ist die Hauptautobahn, das fahren alle LKWs, die diese Sojaroute fahren sozusagen. Und die wäre dann wirklich eine zweispurige Autobahn in beide Richtungen. Und dann fährt man hier bis zu einer Stadt, die direkt am Amazonas ist und verschifft dann mit einer Fähre nach Manaus. Wären zwar weniger Fahrkilometer, aber dann nochmal eine Fähre den Amazonas hoch. Und man fährt wirklich nur durch Sojaanbau. Ist natürlich total langweilig, haben wir überhaupt keine Lust drauf. Das wird schweineheiß werden. Die Route ist wirklich nur die Notfallroute, wenn wir irgendwie zurück müssen oder wie auch immer. Aber die kommt eigentlich gar nicht in Frage. Und es gibt noch eine dritte Route, die... Ja, wenn man so Lust hat auf Meer und wenn man am Meer langfahren möchte, dann wäre es das hier eben. Man kann über Brasilia, über die Hauptstadt Brasiliens und dann immer am Meer entlang sozusagen bis Belém fahren und dann von Belém aus mit der Fähre nach Manaus. Was aber bedeutet, die Strecke hier allein, also die Strecke von hier bis Belém sind 5800 Kilometer. Das wäre also viel, viel weiter als alles andere und mehr als 2000 Kilometer mehr zu fahren bedeutet auch mehr Verschleiß, viel mehr tanken. Wir müssen natürlich dann auch auf die Kosten gucken, aber auch eine interessante Strecke. Und dann von Manaus aus ist völlig klar, dann gibt es nur noch eine Autobahn, man kann nichts anderes mehr nutzen. Dann fahren wir von Manaus aus entweder nach Guyana oder eben nach Venezuela. Wenn Venezuela politisch geht und wir das hinkriegen, dann würden wir sehr gerne nach Venezuela fahren. Weil die Strände in Venezuela, das sollen mit die schönsten der Welt sein. Und deswegen ist das eigentlich die geplante Route. So, jetzt wisst ihr, in welche Richtung das gehen soll. Wir hauen unsere Köpfe zusammen. Wir müssen Safety-Spots finden. Wir müssen wirklich gucken, wo auf dieser Strecke, wo ist da irgendein Ort, wo man sein kann, wenn es regnet. Und dann müssen wir auch noch eine Entscheidung treffen. Fahren wir wirklich von Porto Velo nach Manaus mit dem Auto? Die 319 ist eine der schlechtesten Straßen in Brasilien. Das sind über 600 Kilometer, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, die nicht asphaltiert sind, die man wirklich Erdstraße fährt, kaputte Brücken, sehr schwierige Verhältnisse. Oder fahren wir einfach von Porto Velo nach Manaus mit dem Boot. Ne? Man könnte dort auch mit der Fähre fahren und hätte dann wahrscheinlich das schönste Dschungelerlebnis, weil man einfach durchgehend auf dem Fluss ist und dann in Manaus irgendwann ankommt. Und darüber zerbrechen wir uns die nächsten Stunden, Tage den Kopf. Also, ab jetzt gibt es in dem Video keine Werbeunterbrechung mehr bis zum Ende, weil wir mit euch reden müssen, wir müssen euch was erzählen und wir möchten nicht, dass ihr dabei unterbrochen werden und ihr irgendeine Produktinformation erhaltet. Deswegen gibt es jetzt keine Werbeunterbrechung mehr. Das ist unser Ziel, das ist unser Plan, das ist unser Traum. Das ist das, was wir wirklich machen wollen. Aber wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt machen und wie wir in den letzten 5 Monaten gemacht haben, dann werden wir diesen Traum, dieses Ziel niemals erreichen, wenn wir das niemals machen können, was wir machen möchten. Ja, und wir sagen euch jetzt auch warum. Also zuerst, bevor ich überhaupt was sage, möchten wir uns mal bei allen bedanken, die jetzt gerade hier zuschauen. Bei allen unseren Followern, die uns durch alle unsere Tiefen, also bei euch, so, die uns durch alle unsere Tiefen, Höhen über Jahre hinweg jetzt begleitet haben. Genau. Ja, Danke. Dankeschön. Und das finden wir auch total, also das berührt uns auch und wir haben immer wieder tolle Begegnungen, auch mit euch auf der Straße und das finden wir sehr, sehr schön.
Danke auch für eure Treue, eure super tollen Kommentare und einfach danke, dass ihr montags zum Roadhouse-Bus-Tag gemacht habt. Das finden wir total klasse. Ja, total schön. Dankeschön. Danke. Wir wollen jetzt hier mit absolut offenen Karten spielen, damit ihr unsere Entscheidung so ein bisschen nachvollziehen könnt. Ihr wisst ja, dass wir auf unserem Kanal Wert auf eine gewisse Qualität legen. Wir wollen einen gewissen Unterhaltungswert. Wir wollen, dass ihr Abwechslung habt, also dass immer was Neues passiert. Zum Beispiel immer neue Musik ist. Wir wollen einfach, dass ihr ein schönes Erlebnis habt, wenn ihr euch montags für uns entscheidet. Bei Roadhouse Bus zuzuschauen sollte einfach immer schon, das war bei uns schon immer der Anspruch, was Besonderes sein. Und nur Kaffee trinken und immer dieselben Storys jede Woche, das reicht uns einfach nicht aus. Das ist nicht der Anspruch, den wir haben an unseren Kanal. Wir legen Wert auf guten Ton, auf ein tolles Bild, viele geschnittene Bilder. Wir halten nicht einfach stundenlang auf irgendeinen Punkt drauf. Wir suchen die Musik immer passend zum Augenblick aus, passend zu uns und passend zu euch. Auf gut Deutsch, wir reißen uns für so ein Video komplett den Arsch auf bis über beide Ohren. Wir haben ja gesagt, dass wir mit offenen Karten spielen wollen. Jetzt kommen wir auch mal zum Kern des Problems. Unsere Arbeit auf YouTube. Schaut einfach mal hier, wir wollen das mal veranschaulichen. Das ist der Verdienst unseres letzten Videos und das Video, über das wir sprechen, ist das Video dieser beiden Naturfilmer, die wir verfilmt haben, als wir im Chaco waren und Thomas und Sabine Fink gefilmt haben. Wie ihr sehen könnt, haben wir derzeit knapp 50 € mit dem Video verdient und es haben über 10.000 Menschen das Video angeklickt. 50 € für 10.000 Menschen, die das Video anklicken. Aber das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist die Arbeit, die wir damit haben. Wir haben über eine Woche Arbeit in dieses Video gesteckt. Wir sind 2 Tage An- und Abfahrt. Wir haben 2 Tage vor Ort gedreht und wir haben danach 3 Tage Nachbearbeitung gehabt. Wir haben über 100 Stunden Arbeit zu zweit in das Video gesteckt und zusätzlich noch Geld investiert, weil wir müssen ja dahin fahren. Wir haben ja Kosten, ja, auch Verschleißkosten am Material und allem drum und dran. Und der Verdienst, der dagegen steht, sind eben genau diese 50 €. Man kann also knallhart sagen, dass wir zu zweit weniger verdienen als ein Maurer in Paraguay. Das ist echt schier unglaublich. Wir haben extra dieses Video als Beispiel genommen. Wir verstehen ja, dass man sagt, okay, es ist ein Vanlife-Video, wer will auch schon 2 Hampelmänner sehen, die irgendwie durch Südamerika reisen. Ey, alles okay, komplett verständlich. Aber in diesem Video mit Thomas und Sabine Finke stecken 14 Jahre Tierfilmerei drin. Da steckt alles drin, was die beiden in 14 Jahren im trockenen Chaco gefilmt haben. Jedes Tier, was denen vor die Linse gekommen ist, war in unserem Video drin. Und YouTube sagt, wir haben uns mit YouTube unterhalten, wir haben uns mit der KI unterhalten, wir haben versucht, das Problem herauszufinden, warum dieses Video nicht erfolgreich wird. Und YouTube sagt, es gibt kein Publikum dafür. So, das ist die Antwort. Es gibt eben für diesen Content kein Publikum. Das heißt, im Umkehrschluss, dass es für YouTube keinen Sinn macht, solche Videos zu produzieren. Und das bedeutet, dass der Algorithmus es einfach wenigen Menschen anzeigt. Also wir müssen mal bedenken, wir haben im deutschsprachigen Raum, um es einfach auf den Punkt zu bringen, bestimmt knapp 100 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. Und dieses Video ist bisher, ich glaube, 50.000, 60.000 Menschen präsentiert worden, also überhaupt nur angezeigt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist an Menschen, die sich für Tiere aus dem Chaco interessieren, aber gut, das ist eine Entscheidung von YouTube und da können wir nichts gegen machen und wir sind eben dieser Entscheidung des Algorithmus unterlegen. Damit können wir ja noch leben, so weit, so gut. Schlimm ist nur, dass wir so viel Arbeit da reinstecken, dass wir nebendran gar kein Geld verdienen können. Und wenn wir kein Geld verdienen können, dann können wir auch nicht so eine Reise machen, die wir da geplant haben. Ja, und dann gibt es noch was anderes, was uns total nervt, wo wir auch keinen Einfluss drauf haben und wir uns auch einem Diktat unterwerfen müssen, was uns überhaupt nicht gefällt. Und das liegt einfach an der Machart des Algorithmus von YouTube. Wer uns verfolgt, weiß, dass wir zu Weihnachten 3 Wochen Pause gemacht haben. Wir haben ja uns einfach mal die Zeit genommen, auch Urlaub zu machen, wie das in jedem normalen Job der Welt also auch normal ist. Und die Machart von YouTube ist heutzutage so, dass, ihr kennt es alle, ihr seid auf der Startpage, ihr guckt auf dem Fernseher, viele verfolgen uns auf dem Fernseher und da kriegt man eben Inhalte angezeigt, die Inhalte klickt man an und dann guckt man sich das Video an.
Und wenn wir eben 3 Wochen lang keine Inhalte hochladen, dann merkt der Algorithmus, oh, dieser Kunde hat 3 Wochen lang kein Interesse an Roadhouse Bus gehabt und dir werden andere Inhalte angezeigt. Mit dem Ergebnis, dass wir einfach bei vielen Leuten gar nicht mehr angezeigt werden. Wenn ihr hier vergleicht, von vor Weihnachten zu nach Weihnachten, haben wir einfach mal die Hälfte unserer Klicks verloren. Und nicht nur das, wir haben die Hälfte unserer Reichweite verloren, weil einfach YouTube uns einem weitaus kleineren Publikum präsentiert. Das geht sogar so weit, dass uns Familie und Freunde anrufen aus Deutschland und fragen, hey, macht ihr eigentlich noch Videos? Und ja, jede Woche. Also. Aber diese Videos werden Ihnen einfach auf der Startseite nicht angezeigt. Man müsste eben eingeben Roadhouse Bus und dann aktiv danach suchen, sich dann wieder 3, 4 Videos angucken und dann würde es auch wieder auf der Startseite angezeigt werden. Solange man das nicht macht, kommt man auf die Startseite nicht mehr drauf. So funktioniert heutzutage der Algorithmus. Es ist also nicht so, dass man Dinge angezeigt kriegt, denen man folgt. Ja, das wisst ihr folgt vielleicht 30, 40 Kanälen, aber auf eurer Startseite ist von denen eigentlich nichts zu sehen. Und so ist das eben und dementsprechend kann man ganz knallhart sagen, wurden wir, also 3 Jahre Arbeit von YouTube sozusagen abgestraft für 3 Wochen Urlaub. Und das ist ein Umstand, den wir nicht akzeptieren können und wollen, weil wir ja Reisen und Freiheit wollen, damit wir uns keinem Diktat oder keinem Sklavendiktat unterwerfen. Also Gehalt wie ein paraguayischer Maurer, gleichzeitig ohne Urlaub, nicht mal zu Weihnachten. Da passt was nicht zusammen. So, das sind Dinge, die eben nicht passen. Und deswegen haben wir eine Entscheidung getroffen für uns. Wir müssen unser Geld außerhalb von YouTube verdienen. Wir müssen beide wieder ganz normal anfangen zu arbeiten. In ganz normalen Jobs, mindestens 5 Tage die Woche, stört uns auch gar nicht. Haben wir überhaupt gar nichts dagegen. Das Resultat ist aber, dass wir es nicht mehr schaffen, den Upload-Rhythmus bei YouTube zu halten. Und wir schaffen es nicht mehr, 100 Wochenstunden zu zweit in ein YouTube-Video zu stecken. So, das ist der Punkt und das ist an dem Punkt sind wir gelandet. Und deshalb haben wir entschlossen, dass wir den Upload-Rhythmus bei Roadhouse Bus verringern werden. Wir werden nur noch alle 2, 3 Wochen ein Video hochladen. Zumindest so lange, bis wir unsere Brasilien-Tour starten. Sobald wir wieder on the road sind und es was Cooles zu berichten gibt und wir geile Videos machen für euch, wird es auch wieder Roadhouse Bus Videos geben im wöchentlichen Upload. Aber dann von der Tour und mit Geld, was wir vorher verdient haben und ohne in der Abhängigkeit darauf zu hoffen, dass uns der YouTube-Algorithmus sozusagen wohlgesonnen ist. Ja, für alle unsere Mitglieder, die unseren Kanal monatlich mit einer Mitgliedschaft unterstützen, auch nochmal ein riesen Dankeschön. Also dass ihr auch so viel Geduld mit uns gehabt habt die letzten Monate. Wir haben überhaupt keinen Content für euch hochgeladen und wir haben nichts Besonderes für euch gemacht. Und das tut uns auch sehr leid, aber wir sind wirklich am Rödeln wie blöd. Wir werden auch in der Zeit, bis wir losreisen, keinen extra Content für die Mitglieder machen. Einfach deshalb, weil wir uns wirklich auf die Arbeit konzentrieren müssen und wir einfach Geld verdienen müssen. Wenn ihr das doof findet und uns trotzdem weiter unterstützen möchtet, dann unterstützt uns lieber bei PayPal, unterstützt uns direkt über unsere Kontonummer. Es gibt ganz viele Wege, uns zu unterstützen außerhalb von YouTube. Da verdient dann YouTube auch nicht mit. Das finden wir ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Das finden wir sogar besser. Also wer uns unterstützen möchte, macht es lieber über PayPal oder über unser Konto, weil dann ist es für uns und nicht für YouTube. Und ja, und hier geht es eben ganz normal weiter, wenn wir wieder on the road sind. Und es gibt auch immer wieder ein Update. Wenn es hier was Cooles gibt, was wir entdeckt haben, dann gibt es von uns ein cooles Video. Aber eben nicht mit dem Druck, jede Woche ein Video zu machen. Wir brauchen die Zeit, also mindestens 40 Stunden pro Woche, die wir jetzt arbeiten müssen, um überhaupt das da zu bezahlen. Ja. So, komm Dicke, wir gehen. Stückchen. Wir wissen, dass die Entscheidung natürlich für euch unerwartet kommt. Für uns genauso, kann man sagen, aber es bleibt uns nicht anderes übrig und es fällt uns unglaublich schwer. Aber ganz grundsätzlich gesagt, wir machen diese Reise und diesen Kanal natürlich wegen der Reise. So, wir machen es ja nicht für Fame und um berühmt zu sein und irgendwie einen dicken YouTube-Kanal zu haben, sondern wir machen das einfach, um zu reisen.
Und vielleicht könnt ihr uns ja dabei unterstützen in irgendeiner Art und Weise. Wir suchen für die zukünftigen Episoden, für die Zeit, die wir im Amazonas sind, Sponsoren. Gemeint sind Firmen oder Personen, Vereinigungen, Vereine, Marken oder wie auch immer, die Lust haben, 1 oder mehrere Videos von uns zu sponsoren. Die werden dann am Anfang vom Video natürlich genannt, werden am Ende genannt oder sogar die Firma wird vorgestellt, je nachdem, wie man sich einig wird. Also wenn euch da jemand einfällt, gerne eine Mail an contact@roadhousebus, steht auch bei uns nochmal in der Videobeschreibung. Wir sind natürlich auch für jedes Jobangebot offen. Wichtig ist, dass man es von unterwegs machen kann. Wie gesagt, es geht uns um die Reise. Also sprich, es muss aus dem Homeoffice möglich sein, Auftragsarbeit, alles was mit Filmen zu tun hat, alles was mit Videoproduktion zu tun hat, haben wir natürlich unglaublich viel Bock drauf. Also wenn euch irgendjemand einfällt, eine Firma, die ein Werbevideo braucht oder wie auch immer, dann auch gerne an contact@roadhousebus. So, das war's für heute. Wir sehen uns nicht in der nächsten Woche, wir sehen uns in 2 Wochen. Schön, dass ihr dabei wart und danke für alles. Ciao, bis zum nächsten Mal.